Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schon lange kein Video auf diesem Kanal. Und heute möchte ich, ohne Sorgen, Charlie und ich sind allein da, euch zeigen, wo wir mit unserer Wohnmobil stehen. Ja, wer Videos hier schon von uns angeschaut hat, weiß, dass wir in Wohnmobil leben. Unser Wohnmobil steht da vorne. Und wir leben Vollzeit im Wohnmobil. Wie man das erkennen kann, stehen wir hier im Garten. Und ja, das ist seit Januar unser Garten. Hier ist viel passiert, ähm, seit wir das übernommen haben. Und heute werde ich nicht viel vom Garten sprechen. Ich werde dir zeigen, ja, das ist unser kleines Häuschen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Hier geht man da rein. Draußen ist nicht so aufgeräumt. Wir haben auch noch Winter. Und hier geht man rein. Wer steht da? Hallo, Jelly. Ja, genau. Hier geht man rein in das unser kleines Häuschen. Und zurzeit befinden wir uns oder wir verbringen hier drin viel Zeit. Ich gehe lieber rein, das ist kalt. Und ich zeig's einfach und erzähle dir ein bisschen, was ich mir gedacht habe. Hier habe ich mir gedacht, wir wollten so einrichten, dass wir auch, wenn wir Gäste haben, bei uns bleiben können, schlafen können. Und wir haben ein Hochbett au im Wohnmobil und wir benutzen die sehr selten und dachten wir uns, dann nehmen wir erstmal diese Matratze für hier. Und ja, das ist die Matratze, die hier ist. Wir haben dann bei IKEA so einen Bettkasten gekauft. Der hat 4 Schubladen, 2 auf der Seite, 2 auf der anderen Seite. Und das ist unser Stauraum. Genau. Und das ist hier einfach unser sozusagen Schlafecke. Das, was du hier siehst, dieser Polster, das und auch das hier, das, was hier jetzt gerade auf dem Bett draufsteht, ist für unser Lounge. Das werden wir auch euch mitnehmen, wie wir so leben zwischen Wohnmobil und unser Gartenhäuschen. Wie sehen kannst, habe ich da ein Tuch, ein Bettlaken. Was habe ich mir dabei gedacht? Das ist ziemlich dunkel hier drinnen, wie man das erkennen kann. Und das ist gerade Vormittag und es ist ziemlich dunkel hier drinnen, denn wir haben nur diese Fenster. Und auf der Seite haben wir nochmal 2 kleinen Fenstern, aber da unser Solarpanel genau vor diese 2 Fenster sind, macht es schon dunkel hier drinnen. Genau. Und ich dachte mir, wenn wir abends dann diese 2 kleine Lichter, äh, die hier an der Wand sind, anmachen, das strahlt wirklich und das macht ein sehr schönes, gemütliches Licht am Abend. Und was haben wir noch da? Da haben wir nicht viel, da haben wir ein kleines Licht. Da habe ich mir gedacht, habe ich ein Kallax-Regal. Das weiß man auch, wenn man sieht, von wo das kommt. Wir haben versucht, hier nicht so viel zu kaufen, weil wir wollen nicht so viel Zeug haben. Aber wir hatten ja keine Möbel mehr und dachten wir uns, okay, dann nehmen wir ein Kallax-Regal wie hier. Und oben haben wir Boxen so eingeteilt mit einmal Knabberzeug, einmal sind so ein paar Lebensmittel drin, einmal sind Spielsachen für den Kindern und einer ist mit Krimskrams, so zum Beispiel. Hier auf der Seite, wenn man reinkommt, hat der Sören aus Materialien, die da rumlagen, so einen Kasten gemacht. Ich habe ihn drum gebeten, das zu machen, weil das ist ja mal einfacher, wenn man das selber baut, weil
Ja, man kann es ja nach Maßen, so wie man das braucht und wie man sieht, das ist, für unser Holz. Ja, Holz war ein Holzofen, den liebe ich. Das war von Anfang an meine riesige Highlight. Heute habe ich ihn einfach auch wieder, noch behandelt mit Asche. Habe ich ihn oben sauber gemacht nochmal, denn der war voller Rost. Und wie man sieht, der glänzt jetzt wieder, zumindestens das Weiße. Und da oben bin ich schon auch voll weit gekommen, weil man sieht ja noch ein bisschen was von Rost, aber ist noch kaum da. Ich behandle ihn gerade, regelmäßig, damit das wirklich wieder glänzend ist und er glänzt ja heute. Ich habe hier geschrubbt. Charlie liebt es auch hier. Man sieht das, ne, Charlie? Ja, fein. Und hier haben wir so einen Hocker stehen. Da steht unser Powerbank. Auf dem Ofen steht natürlich immer der Wasserkocher. Und ja, wie man das vielleicht hast du schon erkannt. Da habe ich mir gedacht, ist dann im Küchebereich. Und, dieser Schrank war schon da, den habe ich nur so eine Matte draufgeklebt, weil er war ja nicht mehr so schön und so habe ich ihn behandelt, komplett sauber gemacht und, ja, und da ist unsere Küche, den Spülbecken, unser Wasserhahn ist der Kanister da und, da haben wir so unser Geschirr. Ja, Charlie, du willst auch zu mir kommen, ne? Der muss auch immer dabei sein. Ja, ein paar Teller, paar Schüssel auf der linken Seite. Hier wird man, auch erkennen, dass, auch wieder sowas von IKEA ist, dieser System da, die da hängt für Besteck. Es war sehr viel Besteck hier. Wir haben eine Abstellraum, ein Nebenraum halt und da habe ich nur für uns da Besteck, gelassen für Söhne und für mich. Wir brauchen nicht so ganz viel. Und, dann, gibt es hier noch zusätzlich dieser langes Brett, was er mir, da hingebaut hat. Ja, wie man sieht, passt viel drauf. Da haben wir unsere Öle und ein paar Gläser und den Rest Geschirr, was wir nicht brauchen, ist dann in den Nebenraum. Ihr hängt dieser Regal, was ich voll cool finde, der war ja schon hier drinnen. Ich liebe dieser Teil hier oben, weil, ja, wie man sieht, man hat alles griffbereit und das ist voll toll. So hier, genau wie diese Schüssel, die lag auch da und da drinnen habe ich Kartoffel und Zwiebeln. Genau. Und Kartoffel lasse ich gerade keimen, damit wir selber dann unsere Kartoffel dann auch draußen im Garten haben. Dann hier neben dem Ofen haben wir stehen, wie man sieht, einmal Knoblauch, den ich bald einpflanzen kann. Ja, und das hier Paprika, da habe ich einfach von einer Paprika, die ich gekauft hatte, die Samen genommen und einfach hier in dieser Eierschachtel rein. Und ja, man sieht, das ist so cool, die kommen schon. Ja, man erkennt es. Da kommt eine Zitrone, also eine Zitronenkern, das ich da eingesetzt habe, eingepflanzt habe. Und hier drinnen, ach, also auf jeden Fall kommt auch schon raus, es ist eine Mandarinenkerne. Und dann habe ich auch euch schon gezeigt, unsere Küche. Ne, Charlie? Ja, genau. Und das ist unsere Küche. Ja, wenn ich mich dann drehe, das ist sehr klein, wie ich gezeigt habe, dann haben wir hier unseren Essenbereich. Ja, ein Stuhl haben wir hergenommen. Boah, das sieht nicht wie ein Stuhl aus. Natürlich sieht wie ein Stuhl aus. Dann haben wir einen Tisch, ja, ich kann es ja von unten zeigen. Eigentlich sind Holz, die rumlag und wir haben zusammengeschraubt, eine Platte gemacht für dieser Gestell, was herumlag und die ich noch, unbedingt behandeln will. Das Gestell, das will ich streichen
Und, ja, auch diese, Unterlage, was da drauf ist, das ist der Plastik, die da hinten lag. Ich glaube, das ist so für die Schubladen oder so. Das habe ich auch hier gefunden und habe ich hergenommen, um diese Platte zu verschönern. Genau, weil wir, nichts Neues kaufen wollten. Couch, genommen, die wir im Wohnmobil hatten und die im Sommer für draußen so gern benutzt haben, wenn wir irgendwo waren oder wo wir gestanden sind. Und ich finde, der macht hier voll was aus und für draußen brauchen wir den gerade nicht, weil wir so viele Stühle hier haben. Das habe ich auch vom Wohnmobil genommen, dieser kleine Regal da, wo Homeoffice drauf steht. Und da drinnen sind Stifte und so solche Sachen. Und diese kleine Hängeplatte hier habe ich als Bad hergenommen, also so eingerichtet. Hier haben wir dann unsere Laterne aufgehängt. Hallo, das bin ich. Ja, die hatten wir im Wohnmobil, dann war sie aber viel zu groß fürs Wohnmobil. Wir wollten aber nicht wegwerfen werfen oder ja, wir wollten es unbedingt behalten, haben in den Keller gestellt und das war so gut so, weil jetzt hängt sie hier. Wir wollen noch eine Kette kaufen, eine Eisenkette und dann das ganz cool da hängen haben, weil wir kein fließendes Wasser hier haben und auch kein Strom. Also wir kommen ganz gut zurecht mit den Solarstrom, die wir hier haben, aber das ist natürlich im Herbst, Winter sehr wenig und wir müssen den Strom sparen. Ja, hier auf dem Kallax-Regal steht unser Avocado, die schon ein bisschen mit uns gereist ist. Ja, es ist noch ein Avocado, weil er kommt ja wieder. Ich denke, man kann es hier schon sehen, dass wiederkommt. Ich hatte ihn so früh ins Gewächshaus rausgetan. Ich meinte, er verträgt das. Es hat es aber nicht vertragen. Und ich habe es dann bereut, weil dieses Avocado habe ich selber gezüchtet, also aus einer Kerne. Er war schon in Portugal mehrmals, in Spanien, Frankreich, Dänemark, Deutschland. Und ja, der war im Wohnmobil, hat mit uns ein bisschen überall gereist und ich versuche gerade, ihn wieder zu beleben, zu reanimieren. Ja, dieser Ofen, so mit Kerzen betrieben, den hatten wir auch schon lange, aber auch im Wohnmobil nicht mehr, weil es uns so viel Platz genommen hat, aber den haben wir auch schon sehr lang. Und ja, dieses Häuschen hier ist auch nicht so eingedämmt und wir dachten, vielleicht brauchen wir ihn hier, brauchen wir aber gar nicht, weil der andere Ofen richtig, richtig warm macht. Also, ich weiß es nicht, vielleicht hat man ein bisschen weiß nicht, ob man das erkannt hat. Ich, benutze selber, Sachen, Öle von doTERRA, ätherische Öle von doTERRA, die helfen mir richtig, richtig gut, ja, über meinen, Alltag, durch meinen Tag, mit meiner Gesundheit und, ich hatte diese 2 Holzkasten. Da drinnen hatte ich, meine ätherische Öle. Wir waren aber über Silvester in Dänemark und da habe ich eine andere, Holzkasten dort gekauft als Erinnerung. Und, ja, für uns kommt nicht in Frage, Sachen wegzuschmeißen und da haben wir einfach habe ich sie ja an der Wand geschraubt und da sind unsere Gewürze drin. Ein paar, Bilder, das die Enkelkinder für uns gemalt haben und mehr ist das nicht. Das Einzige, was wir hier nicht haben, also ist das eine Toilette. Wir benutzen unsere, Wo Toilette im Wohnmobil, aber sonst, leben wir hier drinnen, wenn wir hier im Garten stehen. Genau. Wir haben diese Garten nicht bewusst, gesucht. Das kam auf uns zu sozusagen. Das war so eher, bekannte Freunde von uns hatten diese Garten, haben sie sich aber dann entschieden, weiter zu reisen und suchen weiterhin den Platz auf dieser Welt, leben auch Vollzeit im Wohnmobil.
Und, die haben diese Garten, dann gehabt und wollten das haben's aber nicht mehr gebraucht und wollten es auch nicht mehr haben, weil sie auch nicht mehr da waren. Und dann haben wir uns dafür entschieden, den Garten zu nehmen, aber es war für mich, sehr, sehr schwer. Vielleicht hast du gesehen, dieser kurzes Video, was ich mal hier hochgeladen habe, wo ich sage, dass ich an schwere Depressionen und posttraumatische Belastungsstörung leide und dass ich dachte, dass ich geheilt bin ich aber nicht. Und das war die Phase, wo wir gerade in den Garten gekommen sind. Und diese Phase war für mich so, so schwer. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden, wieso, deshalb, warum, weil, ja, keiner hat uns gezwungen, den Garten so zu übernehmen. Wir wollten das. Aber gut, jetzt mit der Zeit, das war einfach dieser, ja, Gewöhnungsphase wie beim Kindern, wenn sie in den Kindergarten gehen. Jetzt ist diese Gewöhnungsphase vorbei und ich liebe es. Und, ja, du kannst von uns erwarten jetzt, Videos, so wie wir leben, was wir so hier treiben, Charlie, j zwischen unser Leben, zwischen Wohnmobil und Garten. Und, ja, wir werden dich mitnehmen durch unser Leben, wenn du mit möchtest. Und wenn dir dieser Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, dass du dir uns da einen Daumen nach oben hinterlässt. Und falls mehr von uns wissen möchtest, würden wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn du unser Kanal abonnierst. Damit würdest du uns sehr unterstützen oder vor allem mich, den Besseren, der wird ja zu sehen sein, wird auch mal eine Sache oder andere zeigen, aber hauptsächlich bin ich diejenige dann, die diese Videos dreht und schneidet und so weiter. Und es gibt vieles Neues, seit die letzten Videos, die wir hochgeladen hatten. Und deswegen denke ich mir schon, dass es sich lohnt, unser Kanal zu abonnieren. Genau. Ich verabschiede mich für heute und bis ganz bald.